A2, B1, B2 oder C1? Welches Niveau hast du? Hallo und herzlich willkommen in einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Natalia und ich bin deine Deutschlehrerin. In diesem Video werden wir dein Deutsch testen. Wir werden zusammen herausfinden, ob dein Deutsch jetzt schon auf dem B1-Niveau ist. Du hast es vielleicht schon gehört, aber mein Team und ich haben lange und fleißig gearbeitet und jetzt ist es soweit. Mein brandneuer B1-Intensivkurs ist live. Nur noch eine Woche kannst du dich zum B1-Kurs mit 20% Rabatt anmelden. Heute ist der letzte Tag, an dem noch 30% Rabatt gilt. Ab morgen nur noch 20% Rabatt und am nächsten Sonntag schließt die Anmeldung für unsere erste Live-Gruppe. Ja, richtig. Der neue B1-Kurs beinhaltet sogar Live-Unterricht. Klicke auf den Link unter diesem Video, um alle Informationen zum B1-Kurs zu sehen. Aber was bedeutet eigentlich das B1-Niveau? Es gibt in der Europäischen Union bestimmte Regeln, das heißt GER, Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen. Insgesamt gibt es nach GER 6 Sprachniveaus für alle Sprachen, nicht nur für Deutsch. Ich erkläre dir alles gleich Stück für Stück. Bevor ich das mache, unterstütze mich mit einem Daumen nach oben. Es ist ganz, ganz wichtig. Abonniere meinen Kanal und natürlich schreibe einen langen Kommentar. Je länger, desto besser. Der Algorithmus sieht, dass du interessiert bist und dass dieses Video nützlich ist. Also bitte schreibe unbedingt einen Kommentar. Lass es mich wissen, welches Niveau du jetzt hast und welches Niveau du erreichen möchtest. Also, welche Niveaus gibt es? A1. Auf dem A1-Niveau verstehst du einfache Wörter und Sätze. Du kannst dich vorstellen und einfache Fragen beantworten. A2. Anfänger. Du kannst über alltägliche Dinge sprechen, zum Beispiel Einkaufen, Familie oder Arbeit. B1, unser heutiges Niveau, B1, Mittelstufe. Du kannst einfache Gespräche führen, von Erfahrungen erzählen und deine eigene Meinung sagen. B2, fortgeschrittenes Niveau. Du verstehst komplexe Texte und kannst detaillierte Argumente formulieren. C1, eins der höchsten Niveaus. Du sprichst fließend und kannst anspruchsvolle Texte verstehen. Und C2, das höchste Niveau, also es ist fast das Niveau eines Muttersprachlers. Du verstehst alles mühelos, ohne Problem und kannst dich ganz klar und präzise ausdrücken. Wie du siehst, ist B1 das dritte Niveau des GER. Das bedeutet, dass du dich im Alltag gut verständigen kannst, über Erfahrungen sprechen und einfache Argumente verstehen kannst. Aber reicht dein Wortschatz schon aus? Kennst du genug Wörter? Das testen wir gleich. Wir machen zusammen einen Test. Ich habe für dich 20 Vokabeln auf dem B1-Niveau vorbereitet. Wenn du diese Wörter kennst, mit dem richtigen Artikel, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du das B1-Niveau hast. Wenn du sie noch nicht kennst, dann schau dir unbedingt meinen neuen B1-Kurs an. Der offizielle Kursstart ist am 7. April. In diesem Kurs lernst du diese und noch viele andere neue Wörter. Ich blende dir hier jeweils Flashcards aus meinem B1-Kurs ein. Auf der ersten Seite siehst du jeweils ein Bild sowie eine kurze Erklärung oder einen Beispielsatz. Ich blende dir hier außerdem immer noch den Anfangsbuchstaben des Wortes ein. Du hast dann 5 Sekunden Zeit, dir die Antwort zu überlegen. Merke dir gut, wie viele Wörter du richtig hattest. Ich will am Ende des Videos wissen, was dein Ergebnis war. Falls die 5 Sekunden zu kurz sind, dann kannst du das Video auch pausieren. Und noch eine letzte wichtige Information. Du kannst dir auch englische Untertitel einschalten. Seit kurzem übersetze ich diese deutschen Untertitel, die du hier siehst, übersetze ich auch ins Englische. Also du kannst parallel beide Sprachen eingeblendet sehen. Also denke bei dem Test auch an den richtigen Artikel, das ist ganz wichtig. Alle Vokabeln aus diesem Video habe ich für dich in einer PDF-Datei zusammengefasst. Die Vokabeln, die Erklärung
und eine Übung. Also du kannst dir die Vokabeln nochmal anschauen und dann nochmal dein Wissen in einer Übung testen. Außerdem findest du auch den Lösungsschlüssel in der Datei, das heißt, du kannst dich direkt dann kontrollieren. Um die kostenlose PDF-Datei herunterzuladen, klicke auf den Link unter diesem Video, trage deinen Namen, deine E-Mail-Adresse ein und schon nach ein paar Minuten bekommst du die PDF-Datei per E-Mail zugesendet. Die Datei ist komplett kostenlos. Du landest dann auf meine E-Mail-Liste. Zweimal pro Woche schicke ich dir dann noch mehr Informationen zum Deutschlernen, Tipps und Tricks, wie du deine Sprache verbessern kannst. Du kannst dich aber auch jederzeit abmelden. Jetzt geht es los. Das erste Wort ist ein Nomen und ein Synonym für Firma oder Betrieb. Du hast jetzt 5 Sekunden Zeit für die Lösung. Synonym für die Firma, für eine Firma oder ein Betrieb. Hier ist die Lösung. Das Unternehmen. Na, hast du es gewusst? Und kanntest du auch den richtigen Artikel? Den musst du nämlich immer mitlernen. Weiter geht es mit dem zweiten Wort. Es ist wieder ein Nomen. Dieses Nomen beschreibt einen Jugendlichen oder Erwachsenen, der ein Praktikum absolviert. Wie heißt die Person? Das Wort, das du suchst, ist der Praktikant oder die Praktikantin feminin. Hattest du es richtig? Notiere es dir unbedingt und schreibe mir dein Ergebnis am Ende. Das dritte Wort ist ein Verb. Du benutzt es, wenn du sagen willst, dass du eine Aufgabe beendest oder beendet hast. Das Verb lautet erledigen. Erledigen. Hattest du es richtig? Das nächste Wort. Jetzt habe ich ein Adjektiv für dich. Es beschreibt eine Person, auf die man sich zu 100% verlassen kann. Das Adjektiv ist zuverlässig. Eine sehr wichtige persönliche Stärke. Eine Person ist zuverlässig. Okay, das Wort Nummer 5. Das Wort Nummer 5. Wie nennt man das, wenn zwei Menschen etwas falsch verstehen und daraus ein Problem entsteht? Na, weißt du es? Es ist ein Nomen. Wie beschreibt man eine Situation, wenn zwei Menschen etwas falsch verstanden haben? Das gesuchte Nomen ist das Missverständnis. Das Missverständnis. Das Wort Nummer 6. Das Wort Nummer 6 ist, es ist ein Nomen. Es beschreibt ein lautes und unangenehmes Geräusch, das stört. Ein kurzes Nomen. Das Nomen ist der Lärm. Der Lärm. Wusstest du die Antwort? Vergiss nicht, dir deine Punkte zu merken. Der Lärm. Okay, als nächstes suche ich nach einem Adjektiv. Es ist ein Synonym für angenehm oder gemütlich. Du hast wieder 5 Sekunden Zeit für die Lösung. Na, was ist unser 7. Wort? Die Lösung ist bequem. Bequem. Etwas ist gemütlich, etwas ist bequem. Zum Beispiel, eine Couch kann bequem sein. Wir gehen weiter. Wie nennt man eine Person, die man kennt, die man aber nicht als Freund bezeichnet? Es ist kein Freund, aber du kennst diese Person. Hast du eine Idee? Das Wort Nummer 8 ist Bekannte. Der oder die Bekannte. Super, das Wort Nummer 9. Jetzt brauchen wir wieder ein Adjektiv. Es ist ein Gegenteil von normal und beschreibt zum Beispiel Menschen oder Dinge, die sehr außergewöhnlich sind. Also wenn eine Person etwas ganz anders macht oder ganz anders ist als du oder alle anderen Menschen. Es kann auch positiv und negativ sein.
Die Antwort ist verrückt. Verrückt. Wir gehen weiter. Welches Verb nutze ich, wenn ich die gleiche Meinung habe? Es handelt sich um ein trennbares Verb. Der Beispielsatz auf der Flashcard hilft dir. Du hast jetzt 5 Sekunden Zeit. Ja, das 10. Wort ist zustimmen. Und damit haben wir die Hälfte schon hinter uns. Na, wie viele richtige Antworten hattest du? Wir hatten 10 Vokabeln. Hast du alle richtig geraten? Es geht weiter, die Nummer 11. Wusstest du, dass wir im Deutschen für viele Wörter, die sich auf Tiere beziehen, besondere Begriffe haben? Das Essen für Tiere ist so ein Fall. Also wir sagen nicht, ich habe das Essen für mein Haustier gekauft. Nein, das Nomen ist anders. Kennst du das gesuchte Nomen? Die richtige Lösung ist das Futter. Es ist kein Essen, es ist das Futter. Wusstest du es? Kanntest du auch den richtigen Artikel? Obwohl wir hier die Endung ER haben, ist der richtige Artikel das. Das Futter, nicht der Futter. Genauso mit dem Nomen Pulver. Das Nomen hat auch die Endung ER. Und man könnte denken, es ist der Pulver. Aber es ist das Pulver. Das Futter, das Pulver. Das nächste Nomen ist eine wichtige Voraussetzung für eine Partnerschaft. Es ist ein Synonym für Loyalität. Das richtige Nomen lautet die Treue. Die Treue. Kanntest du die Lösung? Es geht weiter. Das nächste gesuchte Wort ist dieses Mal ein Adjektiv und das Gegenteil von vergangen. Na, kennst du es? Das Wort ist ein bisschen schwierig. Das ist ein Adjektiv. Also das Adjektiv heißt zukünftig. Zukünftig. Vergangen ist etwas in der Vergangenheit. Zukünftig ist etwas in der Zukunft. Gut, es geht weiter. Wie nennt sich das, wenn du eine Pause von deinem Alltag machen willst? Also, was sagst du dann? Kennst du dieses Nomen? Das ist auch ein Nomen. Also, du möchtest eine Pause von deinem Alltag haben. Du brauchst eine... Das Nomen ist die Auszeit. Du brauchst eine Auszeit. Es ist sehr wichtig, dass du dir immer mal wieder eine Pause gönnst, dass du dir eine Auszeit nimmst. Das Nomen Nummer 15. Du hast es also fast geschafft. Auch dieses Wort ist wieder ein Nomen. Es beschreibt Probleme und Sorgen, die dir das Leben schwer machen. Was könnte das sein? Das ist ein sehr allgemeiner Begriff. Die Belastung. Kennst du es? Die Belastung. Der Artikel ist die. Es ist ganz einfach, denn bei der Endung ung ist der Artikel ja immer die. Die Belastung. Das Nummer 16. Das Wort Nummer 16. Also das nächste Wort ist ein wichtiges Verb und ein Synonym für helfen. Ja, Synonym für helfen. Wie nennt sich das, wenn du älteren Menschen, neuen Kolleginnen oder überlasteten Freundinnen hilfst? Was machst du dann? Ja, du unterstützt sie. Also das Verb ist unterstützen. Auch unser 17. Wort ist ein Verb. Es ist trennbar und du nutzt es, wenn jemand mit etwas aufhört, weil es zu schwierig ist. Also zum Beispiel, wenn ich mit meinem Training aufhöre oder mit Deutschlernen aufhöre. Ich mache das nicht zu Ende. Wie heißt das? Richtig, aufgeben. Aber bei uns kommt das nicht vor. Wir bleiben dran bis zum Ende. Wir haben es schließlich fast geschafft. Das nächste Wort ist wieder ein Nomen. Es ist aus der 4. Lektion meines B1-Kurses. Dort geht es um Politik und Gesellschaft. Weißt du, von wem in einer Demokratie Entscheidungen getroffen werden?
Wer trifft die Entscheidungen? Wie heißt es? Richtig, vom Volk. Also das Volk trifft die Entscheidungen. Das vorletzte Wort ist ein Verb. Wir nutzen es, wenn eine Person etwas falsch gemacht hat und eine Strafe dafür bekommt. Weißt du, welches Verb ich meine? Du hast 5 Sekunden Zeit. Das richtige Verb lautet bestrafen. Das ist ein kompliziertes Verb. Hast du es gewusst? Bestrafen. Und wir kommen zum letzten Wort, einem Adjektiv. Es ist ein Synonym von wenig und das Gegenteil von viel. Na, wie heißt es? Das richtige Wort ist gering, ein Synonym von wenig. Na, der Test war nicht so einfach. Wie viele richtige Antworten hattest du? Ich bin sehr gespannt. Schreib's mir unbedingt in die Kommentare. Und wenn du noch Schwierigkeiten mit dem Wortschatz hattest, dann klicke jetzt auf den Link unter dem Video und melde dich heute für meinen B1-Kurs an. Wie gesagt, heute ist der letzte Tag, an dem du noch 30% Rabatt benutzen kannst. Und denk unbedingt daran, dir die PDF-Datei herunterzuladen und noch die extra Übung in der Datei zu machen. Bleib dran, bleib fleißig. Wir sehen uns nächste Woche in einem neuen YouTube-Video. Bis dann. Tschüss.